hab ich euch gesagt letztes Jahr? Ich glaube nicht daran, dass diese Mannschaft nur eine Saison so spielen kann. Die Fußballwelt soll VfB Stuttgart 2024, 2025 mal erleben, mit all diesen Fans, was für eine Wucht dieser Verein ausstrahlen kann. Ja, und der Rest ist Geschichte. Let's go, Männer! Da sind wir wieder. Ich bin gerade im Urlaub noch in der Türkei, haben noch eine Woche Urlaub, deswegen versuche ich so viel es geht zu nutzen und einfach mal runterzufahren, bevor es losgeht. Ich brauche unbedingt eine Luftmatratze, und dann halt ein bisschen handeln, noch was dazukommt, weißt du? Immer handeln, handeln, handeln. Hallo? Boah, super hier, super. Boah. Der da oben ist es. Ist aber ganz schön klein. Muss ich mal fragen mit meinem Deutsch. Hallo? Ja, aber diese Größe? Größe, Passgröße. Dann 15? 10. 10. Ich bin halt mit sehr vielen türkischen Freunden aufgewachsen. Deswegen war ich früher auch oft hier, also in der Türkei. Und mir wurde einfach das Hotel empfohlen, deswegen habe ich gesagt, das muss ich jetzt mal machen. Ich war davor in New York, wollte mal einen Städtetrip machen, jetzt will ich noch mal kurz den Strand sehen. Deswegen schaue ich immer einfach, was mir gerade zuspricht. Und Teşekkür ederim. Super. Thank you. Boah, super. Mega warm hier. Also ich glaube, man sieht ein bisschen den Schweiß kommt. Der Schweiß kommt langsam raus. Aber wichtig, wir haben alles gefunden, was wir wollten. Wir haben einen Donut. Und da müssen wir es gleich drauflegen. Ganz wichtig. Muss man ja Qualitätscheck machen, weißt du, wie bei Kabel 1. Achtung, Abzocke. Müssen wir ja schauen, ob es Abzocke ist oder ob es was kann. Das sehen wir jetzt gleich. Und ihr spürt natürlich, dass wir alle sehr, sehr aufgeregt sind. Sieht man auch, dass die Anspannung da ist, der Fokus da ist. Der Einzige, der weniger aufgeregt ist als alle anderen, steht 2 Plätze neben mir, Christian Gentner, weil der hat alle nationalen Titel schon geholt. Wir müssen den Regieplan noch mal ändern. Das war mein Irrtum. Christian war tatsächlich noch gar nicht Pokalsieger. Und also ich nehme es zurück. Christian ist genauso fokussiert und genauso heiß wie alle anderen hier auf dem Trainingsplatz. Stimmung ist gut. Natürlich hat er jetzt auch geholfen, dass wir uns jetzt auch mit Siegen mal belohnt haben. Die Leistungen waren gut, für mich auch schon davor. Und jetzt haben wir aber auch Siege und das ist fürs Gefühl immer das Wichtigste. Am Ende auch zu gewinnen. Es geht um Ergebnisse und die haben wir jetzt geholt. Es ist das letzte Heimspiel der Saison, auch wenn man natürlich sagen muss, dass es hier heute nicht mehr um das ganz Große geht. Du betonst natürlich immer wieder die Tabellensituation, auch mit Blick auf die TV-Gelder. Da können wir noch so ein bisschen in der Tabelle klettern. Aber wir wollen natürlich unbedingt auch diesen Heimflug beenden, weil der ist ja doch unsäglich, oder Bene? Wir haben 6 Heimniederlagen in Folge.
glaube einfach, dass es genau das ist, dass du jetzt sukzessive wachsen musst und das geht nicht so, sondern mal wieder runter, ein bisschen hoch und dann aber sukzessive gemeinschaftlich dort Dinge entwickeln und Schritte gehen. Zusammen auch dann mit Fans, die ein Gespür haben und uns unterstützen, vielleicht auch in dem einen oder anderen Spiel mehr sich erhofft haben und dann, also wir haben 6 Spiele in Folge zu Hause verloren, ja, das ist ja nicht nichts. So wie es sich gehört, auf jeden Fall ein schöner, gebührender Rahmen zum Abschluss einer Saison. Wir können, denke ich, auch schon mit einer gewissen Demut sagen, cool, dass wir im Pokalfinale stehen, cool, dass wir auch in der Liga so gesicherte Verhältnisse haben. Also das darf man auch bei alledem definitiv nicht vergessen. Und damit ist es passiert. Anpfiff ist Erfolg in unser VfB in Weiß und Rot. Sieht gut aus bis jetzt. Jetzt auch belohnt mit der ersten Ecke. Mal schauen, was daraus passiert. Pascal Stenzel wird übernehmen. Pascal Stenzel, der die gute Ecke schlägt. Und dann ist da fast das Tor. Da ist der Treffer für unser VfB. Pascal Stenzel, der die Ecke schlägt. Und dann ist es, wenn mich nicht alles täuscht, Atakan Karasor, der einschiebt. Ja, wir haben 1-0 geführt. Da war alles gut noch. Und dann direkt nach dem Anschluss habe ich dann einen Schritt abbekommen. Und jetzt haben wir hier einen Zusammenprall. Schon wieder Essende im Fokus. Und es gibt die erste gelbe Karte. Und Angel Stiller liegt auch noch. Er hat richtige Schmerzen. Ich glaube, er heult da richtig. Boah, das war eines der witzigsten Momente in der Saison. Egal wie komisch es klingt oder nicht, weil Angel liegt da dann auf dem Boden vor mir. Und ich versuche Angel, ich sag, bleib ruhig, beruhig dich, alles ist gut, ne? Weil man hat ja auch an Angel gesehen, dass er gerade auch überfordert ist mit der Situation. Und dann kommt Dennis neben mich und Dennis ist am Schwitzen, gell? Und Angel liegt da und ist so, oh, ich habe so Schmerzen. Und Dennis liegt so über mir und sagt, Angel, alles gut? Und ich sehe, wie hier sein ganzer Schweiß auf Angel sein Gesicht klatscht. Und Angel macht nur so. Und ich guck Dennis an und ich sage mir, hau mal ab, Alter. Ich sag ehrlich, ich weiß nicht, ob es Schweiß war. Ich glaube immer noch bis heute, das war ein bisschen Speichel. Oh Gott. Und ich bin so froh, dass das passiert ist, weil 1-2 Tage später kam Angel dann in die Kabine und natürlich habe ich mich gefreut, Angel zu sehen und sage, alles gut, mein Junge. Und dann war da natürlich ein bisschen bedrückte Stimmung und dann, als ich ihn auf diese Situation angesprochen habe, wir haben uns so totgelacht. Wir haben Tränen geheult vor Lachen, weil das war einfach der perfekte Moment, ist einfach ein richtiger Dennis Undaff-Moment. Höre ich gerade zum ersten Mal. Das hilft und dafür sind die Jungs natürlich auch bekannt und das zeigt natürlich schon auch ihre Verbundenheit. Und trotzdem gehört zur Wahrheit schon auch, dass wir alle ziemlich geschockt waren. Da, wo ich dann sofort gemerkt habe, einfach, dass da was kaputt ist und ich dann sofort eigentlich im Kopf hatte, als ich am Boden lag, klappt das Finale, klappt es nicht. Und du hast in sein Gesicht geguckt im Spiel gegen Augsburg und du hast die Tränen gesehen. Und für gewöhnlich haben Fußballer ja ein sehr, sehr gutes Gespür für die eigene Gesundheit. In dem Moment hat er sich nicht im DFB-Pokalfinale gesehen. Wird den Wechsel geben, Yannick Keitel kommt rein, die Nummer 5. Und jetzt sieht alles danach aus, als könnte auch Yannick Keitel nicht weitermachen. Und das ist natürlich eine ganz bittere Geschichte. Nach 32 gespielten Minuten schon 2 unfreiwillige Wechsel. Und das Ergebnis rückt fast so ein bisschen in den Hintergrund. Immer noch 1:0. Maxi Mittelstädt, flach auf Dennis Undaff. Der konnte den Ball. Dennis Undaff legt ab auf Woltemade. Weiter wieder auf Mio. Woltemade! 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 Hier Woltemade!
dann schießt er bei zum 2:0. Augsburg versucht dann nach vorne zu marschieren und Maxi Mittelstädt grätscht dann fair den Ball weg. Dann rausgeht Nick Woltemade mit seinem wunderbaren Dribbling. Nick Woltemade, der Ball kommt dann zu Ermedin Demirovic. An die Latte! An die Latte! Und jetzt ist wirklich dieses Offensiv-Powerplay da, aber wir werden noch nicht belohnt, aber die nächste Aktion nicht abgebrochen. Und es steht 3:0 für unser VfB Stuttgart. Enzo Mio, die Situation davor schon dermaßen dynamisch für unseren VfB. Und dann ist es Enzo Mio, der die Eckfahne nach oben hält, weil er hier den dritten Treffer des Abends erzielt hat. Zürich mit der Flanke rein und da ist es 4:0 für unseren VfB Stuttgart. Und ausgerichtet Ermedin Demirovic mit. Hier gibt es heute nur Gewinner, hat man so das Gefühl, außer, wie gesagt, die Verletzung von Angelo Stiller und Yannick Keitel, an die wir natürlich heute Abend noch denken. Also vielleicht kann ich das Finale nicht spielen, weil es war für uns alle das größte Spiel unseres Lebens, wahrscheinlich bis jetzt. Dieses Stadion, diese Stadt und diese ganze Region stand immer hinter dem VfB. Aber in 10, 15 Jahren fast nur bergab ging, Leute. Wir sind wieder da. Und Leute, hört euch an, wie diese Region von einem Team kommt. Waren T-Shirts für uns drin. Und die T-Shirts haben wir dann am letzten Spieltag gegen Leipzig ausgepackt. Letzter Halt, Leipzig, alle aussteigen. 34. Spieltag dieser Fußball-Bundesliga-Saison. Die letzten 3 Spiele waren von immenser Bedeutung für dieses Finale. Dadurch, dass sie sich in dem Moment eigentlich in einer Ergebnisstelle befunden haben, war klar, sie müssen noch ein bisschen aufbauen. Und sie brauchen wieder Selbstvertrauen, weil das haben sie nicht geschenkt bekommen in der Rückrunde in dieser Saison. Deshalb waren diese 3 Siege zum Schluss von immenser Bedeutung. Dennis Undaff, der Kopf, 23. Minute, wer sagt's denn? Nick Woltemade mit dem Kopfballtor. Jetzt Ermedin Demirovic, 3:2 für unseren VfB Stuttgart. Also die Verbindung zwischen Team und Fans ist stark. Ich fand es überragend, weil es einfach Gespür gezeigt hat. Ja, eng ist, glaube ich, das falsche Wort. Ich glaube, man weiß, dass man voneinander profitiert. Ich glaube auch, dass es deutlich einfacher ist im Erfolg. Man kann im Profifußball jetzt einfach nicht mehr von irgendwie 30 gebürtigen Stuttgartern, Schwaben, VfBlern sprechen. Aber ich glaube, wir haben schon Jungs und Männer da, die Bock haben auf die Sache und wissen, dass sie für was Großes spielen. Und das merkt man ihnen, glaube ich, auch an, wenn sie nach dem Spiel in die Kurve kommen. Da gab es auch schon deutlich lustlosere Generationen. Hallihallo. Servus. Servus. Hi. Na? Hi. Tagchen. Freut mich. Atta. Hey. Freut mich auch, Markus. Hallo. Mein Herz schlägt eigentlich schon immer für den VfB. Die Jungs haben gemeint, die Originalfarbe passt nicht mehr. Müssen wir was machen. Und dann sind wir auf die Idee gekommen, weiß zu streichen und einen Brustring außenrum zu ziehen. Wir haben alles selber gemacht. Also wir haben im Prinzip erstmal sauber gemacht, ein bisschen abgeschliffen und dann weiß grundiert und dann den Brustring. Und dann mit dem Plotter diese Schriftzüge ausgedruckt und die dann entsprechend drauf gemacht. Ich habe gehört, 2 Jungs fahren rüber. Wir fahren alle 4. Das ist ja Weltklasse. Inklusive Hund. 4 Aber plus Hund. Sie bleibt dann beim Hund. Ja? Und wir 3 gehen ins Stadion. Ehrlich, ey. Das hat er gut hinbekommen, ne? Also die Mama bleibt dann beim Hund und die Jungs dürfen ins Stadion. Mega, das ist super nett von dir. Wirklich, dass du das machst für die Jungs. Ja, mega, richtig schön. Ah, oh shit, geil. Das ist doch voll gemütlich hier, oder? Innen ist er noch weitestgehend Standard.
so wie er ursprünglich war. Da hat die Oma und die Mama noch nicht so das Okay gegeben, dass wir da anfangen, alles weiß oder rot oder sonst irgendwie zu färben. Was mittlerweile durch ist, ist auf jeden Fall, dass es natürlich die entsprechenden Kaffeetassen gibt und natürlich die passende Bettwäsche. Ich liebe Wohnwägen ja wirklich sehr. Also ich mag auch diese Campingplätze. Ich bin mit einem Freund von mir, damals in der Schulzeit, hat er mich mal mitgenommen. Ich fand's richtig geil. Aber leider meine Verlobte mag diese Reisen mit Wohnwagen und sowas nicht. Ja. Deshalb muss ich jetzt zusehen, dass ich halt hier mitkomme irgendwann, ne? Wenn das okay ist, ne? Das ist ja ein Eyecatcher, ne? Also so auf den Straßen so sieht man das halt nicht alltäglich, weißt du? Wenn du dann sowas auf der Straße siehst, ist es schon ganz cool, glaube ich. Gell? Erstmal zur wichtigsten Person. Wie haben die Jungs dich dazu überredet? Das mache ich gern für die Super, Jungs. sehr schön. Das ist sehr schön. Also die Jungs sind dann beim Spiel. Was machst du dann? Dann spazierst du oder? Am Campingplatz. Ja? Um den Kaputter See oder wie das da heißt. Ja? Laufe ich, ja. Okay. Und abends gucke ich das Spiel an. Natürlich. Aber dann auf dem Handy oder sowas, iPad. Fernseher. Ja. Ach, hier Fernseher sogar. Ihr habt dann alles gedacht, ehrlich, ey. Wow, das ist ja Weltklasse. Lass uns die nächsten Tage Gas geben, lass uns gut darauf vorbereiten, alle miteinander. Eine gute Energie aufbauen. Und dann, wie das Schicksal so will, dass wir dann an diesem Tag das bessere Ende haben als die andere Mannschaft. Und wenn nicht, wir bleiben trotzdem Fan. Richtig. Definitiv. Das ist das Allerschönste, was du jetzt sagen konntest. Ach, ist noch nicht zu Ende gestrichen, willst du mir damit sagen? Kannst du ja dann am Sonntag draufschreiben. Die Anspannung war am Anfang der Woche so groß wie eigentlich nie zuvor. Ja, also mit dem Spiel Leipzig war vorbei, wir haben uns alle gefreut, okay, nochmal analysiert, einen Tag frei, okay, und dann ging die Vorbereitung los auf Bielefeld. Und dann, bumm, dann ist klar geworden, jetzt kommt dieses Spiel, und dann war die Anspannung groß. Wir sind ins Training gestartet und ich habe eine sehr, sehr gute Energie gespürt. Ehrlich gesagt, mit auch der Vorbereitung, mit den Trainingseinheiten, hat sich ein Gefühl bei mir eingeschlichen, das mir wieder Spannung eigentlich genommen hat. Aber auf eine gute Art und Weise. Es gab nie den einen Moment, dass ich gesagt habe, ich kann spielen. Ich habe, egal wann ich gefragt wurde, von wem ich gefragt wurde, ich habe immer gesagt, intern, dass ich spielen werde, egal was ist. Da wollte ich keine Zweifel aufkommen lassen oder keine so, dass man mir nicht vertrauen kann oder auf mich nicht verlassen kann. Deswegen habe ich immer gesagt, dass ich spielen kann. Und dann war dann schon, ich habe am Mittwoch dann angetestet. Da habe ich dann ein bisschen gespürt, aber ich habe gemerkt, okay, das habe noch drei Tage Zeit. Das wird auf jeden Fall klappen. Das war dann so der erste Schritt, wo ich gesagt habe, okay, das könnte hinhauen. Ja, und da glaube ich auch fest daran, dass du über sagen wir mal, auch dein Mindset, über die Gedanken, über die Art, wie du an so eine Sache rangehst, vielleicht auch den Heilungsprozess ein bisschen beschleunigen kannst. Ja? Und das, wenn es nur eine Mini-Chance gibt, dann habe ich ihm gesagt, dann ergreifen wir die. So. Aber schau, hier ist sogar deutsche Nationalmannschaft. Boah, sogar neue Trikot. Beckenbauer hast du hier. Aber schau mal, Deutschland geht nicht so gut. Da sind ein bisschen viele Trikots von denen. Muss man mal Großeinkauf machen, weißt? Familie ein bisschen ausrüsten. Ja, ich glaube, für jeden Fußballer, du träumst davon, erstmal Titel zu gewinnen. Und als deutscher Spieler natürlich nochmal was Besonderes, den DFB-Pokal zu gewinnen. Man schaut jedes Jahr diese Spiele an, am Ende des Jahres, Finale ist das Größte. Und man hat ja auch gemerkt, in der Stadt, was eine Strahlkraft das Ganze hat. So, fertig! Ganz wichtig ist es eher, jetzt bei seinen Abläufen zu bleiben. Man neigt dazu, bei großen Spielen dann so viel wie möglich. Und wir müssen uns ja so überragend wie möglich vorbereiten. Und das heißt, viele Informationen. Nein, die Jungs müssen am Ende auch in der Lage sein, einfach loszulassen und eine Freude zu entwickeln, dieses Spiel zu spielen. Das wird die Kunst sein. Berlin ist ja magisch. Das Pokalfinale ist magisch. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre, dass sie das erleben durften. Und das freut mich einfach für all die, die so viel Scheiße erlebt haben.
in den letzten Jahren und Jahrzehnten und trotzdem immer eng beim VfB waren. Und das macht den Club aus. Als wir dann in Berlin ankamen, insbesondere Freitag dort trainiert haben, PK, da hat man es dann schon wieder gesehen. Dann haben wir den Pokal auch, oder ich zumindest bei der PK mit Atta zusammen den Pokal vor uns gehabt. Das hat man dann schon gespürt, aber unterlegt tatsächlich mit einem positiven Grundgefühl. Und hier ist er, der Pokal, und 2 von euch werden den morgen dann in den Händen halten dürfen. 5,7 Kilo schwer, 52 Zentimeter hoch ist er und das Wichtigste, 8 Liter gehen rein. Ja, so, hier rein. Wir hatten letztes Jahr auf dem Weg nach Südfrankreich, habe ich mich schon gewundert, warum so viele Autos die ganze Zeit hupen. Ist irgendwas mit dem Hänger, bis ich drauf gekommen bin natürlich. Die begrüßen uns. Und das war jetzt heute die ganze Strecke, also das war Wahnsinn. Es gab auch teilweise welche, die sich quasi wieder zurückfallen lassen haben, um den Wohnwagen von der kompletten Seite zu filmen. Also es war schon jetzt, die Fahrt war schon ein Erlebnis. Teilweise Gänsehaut, wo dann auch die Leute langsam neben dir hergefahren sind. Das war schon nice. Willst du Tische und Stühle rausräumen, oder? Sally, alles ist fein. Alles ist fein. Jetzt kommen wir erstmal an, gucken, was wir noch im Kühlschrank haben, und dann werden wir den Abend ausklingen lassen und heute wahrscheinlich nicht mehr so viel machen und dann morgen früh in aller Ruhe überlegen, wie wir wann dann nach Berlin rein gehen, fahren, trampen, wie auch immer. Jeder von uns hat ja schon mal dem Underdog die Daumen gehalten in der ersten Runde, in der zweiten Runde, im Achtelfinale. Morgen machen wir das nicht, sondern morgen soll der gewinnen, der nach 90 Minuten mehr Tore geschossen hat. Und dennoch ist es für uns natürlich was ganz, ganz Besonderes. Ich habe mir auch eingeredet am Freitagabend, ich bin noch total entspannt. Ich glaube, ich war es schon auch noch. Manche haben gesagt, ich war es nicht. Aber ich fand mich noch entspannt. Das hat sich dann echt am Samstag verändert. Und dann begrüßen wir ganz herzlich den sportlich Verantwortlichen Fabian Wohlgemuth. Was war in der laufenden Pokalsaison dein persönliches Highlight, dein persönlicher Moment? Ja, das war schon das Spiel gegen Leipzig. Am Ende war es stabil, aber zwischendurch war es spannend und es war eben auch der schwierigste Gegner. Und das Tor von Angelo Stiller ist einfach wirklich eines der Highlights dieser Pokalsaison gewesen.
bleibt hängen? Tatsächlich schon viel Positives. Insofern, dass wir jetzt schon ein paar Dinge gemeinsam auch durchmachen mussten. Männer, das ist die Chance, die wir heute haben! Wir wussten ja im Vorfeld der Saison, was auf uns zukommt. Wir mussten zweigleisig planen, aber wenn dann die Dinge auf einen zukommen, ist eben alle Theorie und alle Planung auch ein Stück weit grau. Aber jetzt im Rückblick muss man sagen, wir haben das gut gemeistert. Durchwachsen. Also das fühlt sich so dermaßen surreal, so dermaßen komisch an, kann ich euch gar nicht anders sagen. Lehrreich, Mindset, Persönlichkeit, alles Dinge, wo wir viel lernen konnten, genau in diesen Themen, wo wir selber auch gewachsen sind, wo einzelne Spieler gewachsen sind. Ja, ganz sicher haben wir nicht überperformt wie in der letzten Saison. Nachvollziehbar, so eine außergewöhnlich erfolgreichen Saison, mit der keiner gerechnet hat, auf die sich auch keiner so richtig einstellen konnte, mit allen Konsequenzen, die die Saison dann auch mit sich gebracht hat. Nationalspieler, Vertragsverlängerung, größere Erwartungshaltung, 3. Wettbewerb, teilweise 4. Wettbewerb. Da sind so viele Dinge, die jetzt einfach neu waren. Ich glaube, dann ist es auch okay, wenn es dann vielleicht mal Phasen gibt, in denen es nicht so läuft, wie wir uns das alle auch vielleicht gewünscht haben. Wir machen Schritte gerade nach vorne. Ich sehe das. Die Schritte gehen wir weiter. Das, was wir jetzt gerade aufbauen, ist jetzt wichtig für den weiteren Verlauf. Wir kriegen gerade nichts oder nicht viel dafür, aber wir werden wieder was dafür bekommen. Man darf ja nicht vergessen, dass in den letzten 15 Jahren jetzt der 9. Platz mit 50 Punkten die 4. beste Platzierung war. Die 4. beste Platzierung. Also weißt du, wo wir herkommen? Wir haben erfolgreiche Auftritte gehabt in Madrid, Turin mit herausragenden Fans. Und die Riesenchance und da ist das Tor! 1:0! Du hast vielleicht bei einem Heimspiel gegen Prag und vor allen Dingen in Belgrad die Zwischenrunde liegen lassen. Grundsätzlich ist es für mich wichtig in der Bewertung einer Saison und natürlich auch für den Club, für den VfB muss es wichtig sein, ob Werte entwickelt werden innerhalb der Mannschaft. Und das haben wir dieses Jahr auch wieder geschafft, denke ich, weil wir einfach da gute Jungs auch geholt haben. Anderes aber auch für mich weiterhin die Euphorie, die hier herrscht, die Begeisterung um den Club und einfach wie viele Leute auch in Berlin waren, die man kannte, indirekt Kumpels von Kumpels, die erzählt haben, sie werden hinfahren und die ganzen Tage auch davor, egal mit wem ich über den Weg gelaufen bin, alle haben uns viel Glück und beste Glückwünsche mitgegeben für Berlin, was du einerseits positiv aufnimmst, andererseits natürlich auch dir klar macht, wie wichtig das auch für die Menschen ist. Das erhöht den Druck auch ein bisschen. Viele sparen das ganze Jahr drauf, den VfB zu begleiten. Und das kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und deswegen liebe ich es auch, für einen Traditionsverein zu arbeiten, weil du weißt, wir sind wirklich ein ganz, ganz großer Teil von vielen im Leben. Ich glaube, es sind schon viele Leute, die sich das irgendwie auch verdient hätten, jetzt zu Hause. Das geht, glaube ich, durch alle Fanclubs, durch alle Gruppen, durch alle Schichten bei den Mitgliedern. Die 24.100 Karten, das sind jetzt auch nicht lang nicht die Hälfte der Karten, die der VfB bekommen hat. Ich habe immer noch viele Freunde und viele Bekannte im Umfeld von Stuttgart. Und nachdem klar war, der VfB qualifiziert sich für dieses Finale, und das passiert nur alle 15, 20 Jahre, stand das Telefon nicht still. Und die Leute haben ein sehr großes Selbstverständnis und sagten, hast du noch mal 20 Karte? Gibst du noch mal 25? Ich wollte mit meiner Busladung, mit meinem Jugendverein, wir kennen uns schon so lange. Also du hast dann ganz schnell ganz viele Freunde oder ehemalige Freunde, die plötzlich wieder auftauchen, weil sie Karten wollen. Ich habe keine. Ich hatte keine. Sackschwer. Also an normale Tickets zu kommen war eigentlich unmöglich. Also ich habe 2 Wochen vor den Halbfinals habe ich mich mal schlau gemacht und habe versucht, aber weder über den DFB noch über den VfB noch sonst irgendwie. Und dann bin ich aufs Olympiastadion direkt gestoßen und da gab es halt schon VIP-Karten.
Also die 10er-Loge für 20, die haben wir uns jetzt nicht rausgelassen. Aber okay. Wir haben dann beim Halbfinale Leverkusen-Arminia, haben wir in der Halbzeit dann auf Bestellen gedrückt und haben uns da 3 Stück rausgelassen. Stark. Und das Spiel war sogar vor unserem Spiel. Ja, noch. richtig. Das ist krass. Klar, war auch logisch, die Tickets reichen ja nicht aus. Und wir haben schon ein Gespür dafür gehabt, auch aufgrund der Nachfragesituation der letzten beiden Spielzeiten, wer alles gerne ins Stadion kommen würde. Also für mich war direkt tatsächlich nach dem Leipzig-Spiel klar, wir brauchen einen Schlossplatz. Obwohl 40.000, 50.000 VfBler in Berlin sein werden sicherlich auch noch mal 50, 60, 70.000 in Stuttgart gemeinsam dieses Pokalfinale sehen und am Ende dann auch feiern wollen. Und deswegen war für mich klar, wir müssen es durchziehen. Was sind eure Tipps jetzt für heute Abend? Sag 3-1. 2-1 könnte auch. Ich sag auch 2-1. Ich glaube, Bielefeld darf man nicht unterschätzen. Aber 3-0 ist schon ambitioniert. 3-0 also. Ja, gut, wenn die 0 steht, aber ich glaube, Bielefeld ist. Stimmung hier, wir sind jetzt auf dem Schlossplatz. Ist mega voll hier schon alles. Hab richtig Bock. Cool. Den Pokal holen wir nach Hause. Und dann morgen gleich wieder. Wir haben versucht, Karten zu bekommen. Leider haben wir keine bekommen und jetzt umso schöner hier in Stuttgart, im Herz von Stuttgart zu feiern mit den anderen Fans. Mega gut. It's not what I want. It feels like we're falling. Wir befinden uns jetzt auf dem Breitscheidplatz. Hinter mir ist die Gedächtniskirche. So viel weiß ich, aber mehr darfst du mich jetzt nicht fragen. Bin ein bisschen nervös. Warum, weiß ich nicht. Aber wahrscheinlich eben das bevorstehende Event. Aber ja, gut, cool. Brutal viel. Weiß und Rot. Auch schon, wo wir hier reingelaufen sind und dann schon die Rufe gehört haben, war es schon dann schon Heimat, Stadion, Wohnzimmer und es braucht jetzt eigentlich gar nicht mehr viel. Ich wohne jetzt seit 23 Jahren hier. Das letzte Mal habe ich verpasst, 2013. Endlich hier und ey, Wetter ist geil, viel schlechter angesagt. Alles vor Stuttgart und das nicht nur am Prenzlberg. Also schöner kann es nicht sein. Was erwartest du von heute Abend? Komm jetzt mal so ein bisschen fachliche Einschätzung. Was gibt's heute Abend? Wie holen wir den Pokal? Also alle sind hungrig. Bielefelds erste Mal im Pokalfinale überhaupt. Aber ich glaube, hier unsere Mannschaft, jeder Einzelne braucht endlich auch mal einen Titel. Und ja, das wird kein Rumstehspiel, glaube ich. Aber mein Tipp 3-2. 3-2? Applaus! Oh, ich glaube, nee, das war nicht euphorisch genug. Der jetzt 3-0 sein. 3-0 hat er gemeint. Versprochen. Ey, versprochen. Aber erstmal noch ein kleiner Stimmungstest, Freunde. Zicke, zacke, zicke, zacke. Zicke, zacke, zicke, zacke. Zicke, zacke, zicke, zacke. Wir holen den Pokal. Wir holen den Pokal. Männer, lasst uns die Energie noch ein bisschen aufheben. Wir holen den Pokal. Nicht feiern. Wir holen den Pokal. Fabian, wir holen den Pokal. Jetzt haben wir echt Druck, wenn wir das singen. Wollen uns extra verhindern. Pokal. Wir holen den Pokal. Das stimmt. Ich habe mich demütig zurückgehalten. Wir haben vom Gegner gewarnt. Und trotzdem war es da eine ganz besondere Konstellation, gegen den Drittligisten zu spielen. Die Erwartungen waren hoch. Und deshalb ja, war der Druck auch für uns entsprechend hoch. Und jetzt können wir wieder singen. Hurra! Hurra! Die Schwaben, die sind da! Hurra! Hurra! Die Schwaben, die sind da! Jawohl! Ich habe den Joachim Löw angerufen und er hat sofort Ja gesagt. Er hat keine Sekunde überlegen müssen.
Einen Riesenapplaus für unsere Pokalhelden von 1997. Wir freuen uns auf den Cheftrainer, auf Jogi Löw, Franz Wohlfahrt, Marco Haber, Marc Ziegler, Frank Nachmittag schon am Breitscheidplatz. Es war wie Klassentreffen und das war so eine Herzlichkeit. Da waren so viele Emotionen dabei und das ist ja das, was eben Fußball über Generationen, über Jahrzehnte hinweg einfach noch verbindet. Diese Emotionen, diese Leidenschaft. Und es sind ja echte Legenden. Es gibt nicht so viele Vereine, die echte Legenden haben, weil da gehört Geschichte dazu und da gehören Erfolgserlebnisse dazu. Eins ist klar, jeder einzelne von diesen Legenden ist ein Teil der Geschichte dieses Clubs und hat einen Beitrag geleistet, dass der VfB Stuttgart heute der VfB Stuttgart ist. Tja, Jogi Löw, was ist das für ein Gefühl, jetzt wieder hier zu stehen, den Breitscheidplatz so zu sehen, alles weiß-rot? Natürlich ein super Gefühl, weil erinnert mich natürlich auch ein bisschen an 97. Nach dem Pokalsieg habe ich so viele leuchtende Augen gesehen und das war irgendwie das schöne Gefühl, das bleibt mir in Erinnerung. Und heute haben wir ja wieder die Chance, wieder Träume wahr werden zu lassen, einen Pokal mitzunehmen für die Stadt, für die Fans. Und das werden wir auch schaffen heute. Immer beim Pokalfinale alles ein bisschen größer, alles ein bisschen großspuriger. Und wieder mal 76.000 Zuschauer, die hofften, dass das Spiel das Niveau seines Umfelds erreichen würde. Ja, im ersten Jahr durfte ich mit der Mannschaft den Pokalsieg feiern. Wir waren im Finale in Berlin. Und wieder Balakow. Elber, 1:0. 18 Minuten gespielt. Es war so die Generation Elber, Bobic, Balakow, Soldo, Verlat, Postner. Das Erste, was ich gedacht habe, ist, dass ich heute Nacht nicht schlafen konnte. Und dann bin ich heute Nacht um 1, konnte ich immer noch nicht schlafen, habe ich erstmal im Zimmerservice angerufen, habe mir eine Schachtel Zigaretten bestellt, ein Bier aufgemacht und locker mal bis um 1:30 am Fenster gesessen, geraucht, ein Bier getrunken und habe gedacht, morgen kannst du nicht spielen. Und dann ging es so und wir haben gewonnen und das ist alles, was zählt. Nee, auf gar keinen Fall. New York nix gab's. New York nix und Wasser. Ja, also wir waren ja am Abend, davor waren wir im Hotel, waren wir essen und da haben wir auch schon viel geredet über das Spiel, wie kann es ablaufen, haben wir ja, versucht Witze zu machen, irgendwie so ein bisschen Lockerheit reinzubekommen, was dann vielleicht auch ein bisschen gezwungen war, um ein bisschen abzulenken von seiner Nervosität. Aber ich muss sagen, ich war dann durchgehend wach, konnte nicht einschlafen, habe mich 100-mal gedreht, habe dann irgendwann nachts beschlossen, dass ich mir das New York Knicks-Spiel anschaue. Und habe dann einfach versucht, dass ich dann so runterkomme. Hat alles nichts gebracht. Ich war dann, ja, wie gesagt, 3 Stunden habe ich gepennt, ungefähr. Aber am Ende war ich fit. Deswegen werde ich es wahrscheinlich nächstes Mal genauso machen, wenn ich wieder Finale spielen sollte. Die schwere Hürde, die hatten wir eigentlich alle vorher zu bewältigen. Aber im Finale war es dann tatsächlich so, dass Überraschung, Cottbus, ein Drittligist war im Finale. Aber da wusste man eigentlich, wenn man nicht irgendwie völlig von der Rolle sind, wenn wir unsere eigene Spielweise durchbringen, sind wir spielerisch überlegen und dann werden wir zwangsläufig die Tore machen. Jetzt schauen Sie genau hin. Ein Schnippelchen mit rechts zwischen Melzig und Wehner hindurch. Sein zweites Tor in diesem Spiel und spätestens jetzt waren sich alle einig. Ein großes, großes Abschiedsgeschenk von Giovanni Elber, der ja, Sie wissen das, den VfB Stuttgart in Richtung München verlassen hat. Es war fast unser leichtestes Spiel in dieser ganzen Pokalsaison. Zum 3. Mal in der Geschichte des VfB. Der Gewinn des DFB-Pokals. Frank Verlat, der Kapitän. Okay, liebe Fans, ich glaube, ihr könnt stolz sein auf diesen Verein und auf diese Mannschaft. Und wie so oft, am Ende wurden da noch einige Versprechen eingelöst. Joachim Löw, der Trainer, schrieb die Geschichte der Kurzhaarschnitte im VfB weiter. Das war natürlich, ich bin irgendwie eine blöde Wette eingegangen im Laufe der Saison. Ich glaube, in der Winterpause kamen einige Spieler aus dem Urlaub zurück. Bobic, am Anfang Postner, Haber und noch ein paar andere, diese ganzen verrückte Jungs, die wir damals hatten. Die hatten sich alle die Haare ganz kurz irgendwie abrasiert und haben dann zu mir gesagt, Trainer, ich könnte auch mal zum Friseur gehen. Ich habe gesagt, ich mache es erst, wenn wir einen Titel gewinnen. Entweder wir werden Meister oder Pokalsieger, dann könnt ihr mich wieder fragen.
dann hätten wir natürlich den Titel gewonnen. Und dann, ich war vorher blöd genug, so einen Versprecher abzugeben. Marco Haber, ein Spezialist für solche Sachen, verfeinerte noch etwas. Nee, ich zeige es lieber nicht, weil ich bin selber erschrocken, als ich mich im Spiegel angeschaut habe. Die Spieler haben gelacht und es hat gefreut und ich musste mich fast schon schämen. Ja. Und wir spielen nicht nur den schönsten und den besten Fußball, wir haben auch die besten Fans. DFB-Pokalfinale ist im Olympiastadion in Berlin, das gehört dahin und deswegen umso schöner, dass wir heute hier sind. Und wir hatten jetzt ja letzte Saison mit den Champions League-Spielen schon Highlights. Da muss man aber auch ganz klar sagen, da war ja kein sportlicher Druck drauf, da jetzt irgendwie was gewinnen zu müssen. Ich glaube, jeder VfBler heute ist schon mit nur einem Gedanken hierher gefahren und der ist ganz eindeutig, das Ding zu gewinnen. Wenn man auch schaut, so die Generationen an VfB-Fans, die jetzt noch etwas jünger ist, die mit dem VfB eigentlich noch nie um Titel gespielt hat, für die ist es heute ein ganz, ganz besonderer Moment. Die Leute sind brutal heiß drauf. Also für uns ist der Tag eigentlich nur mit Arbeit verbunden. Es gibt keinen Breitscheidplatz. Für uns ist wichtig, jetzt die Choreo auf die Beine zu stellen. Auch schwierig unter den großen Auflagen. Der DFB hat sich da, glaube ich, schon ein bisschen bewegt, aber trotzdem ist es alles in allem schon ein schwieriger Schritt, als Ultras den auch zu gehen. Gegenüber Sachen, die man sehr, sehr ungern macht. So eine Akkreditierung beispielsweise, eine Anzahlenbeschränkung. Ich glaube, wir wären deutlich schneller wieder draußen, wenn wir alle Leute mit reinnehmen können würden. Ist ja auch ein bisschen so ein grundsätzliches Ding als Gruppe. So, wir machen die Choreo gemeinsam als Gruppe und dann ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass sich ein paar Leute hier Stunden im Stadion abrütteln und der Rest geht in die Stadt Bier trinken. So funktioniert es als Gruppe nicht, so funktioniert Ultras nicht. Wir machen die Sachen zusammen und deswegen hätten wir das gerne auch gemacht. Tatsächlich, ich habe das auch miterlebt, dass teilweise morgens um 8 schon begonnen werden musste aufgrund der Vorgaben, Vorschriften dann beim Choreoaufbau. Und auch da werden wir im Nachgang sicherlich das eine oder andere Thema nochmal, versuchen im Konsens aufzuarbeiten mit dem Deutschen Fußballbund. Also ehrlicherweise ist tatsächlich meine Hauptfrage, wenn ich diese Choreo sehe, wie viel Arbeit steckt dahinter? Wie viel Zeitaufwand steckt dahinter? Also klebt man das jetzt? Schneidet man das jetzt? Wird da Holz gespannt, dass es stabil bleibt? Der Aufwand, also da nötigt mir extrem großen Respekt ab. Da geht, glaube ich, ganze Monate drauf. Also bezahlbar wäre das natürlich nicht für niemanden, für keine Eventfirma oder sonstiges. Aber darum geht es uns einfach nicht. Wir wollen ein großes Zeichen setzen. Das ist das, wofür wir leben, wofür wir stehen. Wir glauben, ehrlich gesagt, dass wir dem Tag seine berechtigte Bedeutung zukommen lassen. Und für uns ist es einfach das Größte, wenn am Ende des Tages alles geklappt hat und der Pokal mitgeht. Und ich hoffe, dass dann heute Abend im Bus jetzt mal ein bisschen die Anspannung nachlässt und man das Ganze auch irgendwo genießen kann. Millionen Karten hätten verkauft werden können. Es sind 76.000 hier heute Abend, jeweils von 50 bis 100.000 weiteren Fans. Jeweils ist die Rede hier in der Stadt. Wir waren im Tunnel, haben nochmal letzte Vorbereitung getroffen und dann war kurz Ruhe, weil die Mannschaft und die Trainer waren draußen, haben das Warm-up gemacht.
Und dann laufe ich mit Tobi Herbert die Treppe hoch und es war halt hell und dann sehe ich auf einmal diese Fans und diese Massen, diese springenden VfB-Massen. Das war enorm. Und du hast es auch aus meiner Sicht gemerkt bei den Kommentatoren und die haben alle gemerkt, das ist ein besonderes Spiel, ja, und eine besondere Atmosphäre. Ich werde es nie vergessen. Na komm, bevor das Spiel anfängt. Ich habe mir wirklich die ganze Zeit vorgenommen, was an die Jungs zu richten. Von meiner Seite aus, als Kapitän, den Jungs nochmal zu sagen, okay Jungs, DFB-Pokalfinale und. Ich hatte aber nicht das Gefühl, dass das jetzt notwendig war. Ich dachte mir so, nee, die Jungs brauchen das gerade nicht. Die sind gerade selber motiviert genug. Ich glaube, wenn ich jetzt was den Jungs noch sage, ist es vielleicht einer zu viel, auch in deren Köpfen. Fragen lassen davon, Männer. Dann hörst du, boah, die Worte von Trainer, dann hörst du die und da kommt's dann. So Männer, von mir gibt's nicht mehr viel. Ich habe gerade die Dinge schon gehört, die ich hören wollte. Ganz wichtig, lasst euch tragen, aber trotzdem jetzt gleich Fokus. 20 Uhr Fokus auf die Dinge, die wir können, die wir diese Woche gezeigt haben. Lasst euch auf nichts ein. Wir spielen unser Spiel. Wenn wir das tun, sind wir heute nicht zu schlagen. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Männer, geht raus als Mannschaft, lasst euch tragen von der Atmosphäre, zieht das Ding durch, geht ans Limit und drüber hinaus und dann gehen wir als Sieger von diesem Spielfeld. Männer, let's go. Ja, ich erinnere mich noch, da sagt Dennis, Alter, hat schon alles erlebt, Alter, wie soll der noch nervös sein? Ich dachte mir in diesem Moment so ja, so, alles gut, Jungs. Ich dachte mir so, Alter, Dennis, zum Glück hast du das gesagt. Weil ich war schon nervös, muss ich sagen. Ich hab dieses Kribbeln einfach gespürt. Das war auch für mich dann auch irgendwo ungewohnt und ich kannte dieses Gefühl dann jetzt auch nicht unbedingt. Und es war wie das erste Mal im Bernabeu-Stadion. Da war auch dieses Kribbeln. Als es im Pokalfinale war, dasselbe Kribbeln kam dann wieder hoch. Und ja, es ist ein geiles Gefühl. Es ist nicht schlecht oder so, sondern es ist ein richtig ein gutes Gefühl. So. Genießen, na, das ist nicht das richtige Wort. Also jetzt, da verstehe ich was anderes davon. Genießen kann ich ein Glas Wein oder Zeit mit meiner Familie, aber nicht die Minuten vor wahrscheinlich dem wichtigsten Spiel für uns alle. Jetzt spielen wir einfach Fußball. Ja? Jetzt geht es einfach los und das ist ein schöner Moment eigentlich. Also die Stadt atmet Pokal, dieses Stadion sowieso. Lass uns den Moment leben. Komm mal. Die Choreo. Was das glaubst auch, Koim? Mit dem Pokal wieder heim. Schwäbisch noch schön mit reingebracht. Ja. Also. Äffle und Pferdle. Sehr schön. So ist richtig. Ist das genial. Verrückt, was die immer machen, ha? Früher wurde viel gefragt, ihr steckt so viel Arbeit rein für wenige Minuten, aber diese Minuten, die bleiben für immer. Diese Bilder, die bleiben für immer. Und die Emotion, die ist auch nicht vorüber nach den 5 bis 10 Minuten. Eine Choreo, die sich echt gewaschen hat. Das war heftig. Gigantische Atmosphäre, auch weil weder die Anhänger vom VfB noch die von Arminia Erfolgsfans sind. 1893, hey, hey. Hier ist das DFB-Pokalfinale 2025. Es ist schon eine besondere Kulisse. Also wenn man das hier sieht, auch im Anstoßkreis, der DFB-Pokal. Super, geil, Digga. Es war geil. Um diesen Pott geht's. Jogi Löw und Fabian Klos sind die beiden, die den Pokal da den Fans präsentieren. Der VfB war immer dann gut, wenn er die eigene Stärke ins Spiel gebracht hat, wenn er sich wenig nach dem Gegner gerichtet hat, wenn er sein eigenes Spiel durchgezogen hat. Angelo Stiller, wir sind froh, dass er wieder dabei ist und der Anstoß ist erfolgt. Der VfB Stuttgart
in den weißen Trikots von rechts nach links. Es gehört zum schwäbischen Selbstverständnis, dass man Schorau jetzt mal dran ist. Also klar, die ersten Minuten, das ist ein Abtasten, das ist ein Rantasten, das ist eben auch ein Rankommen in die Partie. Arminia Bielefeld kommt ja mit großem Selbstverständnis, mit einer klaren Idee und es scheint ihnen völlig wurscht zu sein, wer der Gegner ist. Und es hätte uns dann auch glatt um die Ohren fliegen können. Intensives Spiel, intensive Anfangsphase. Wir waren da. Ich hatte das Gefühl, dass wir voll da waren. Aber ein bisschen abwartend, sage ich mal. Kein Bielefelder hat je vor so einer Kulisse gespielt. Das ist kein Abseits. Die Seite ist offen. Brodowski, Hoppi. Renpass an die Latte. Ich glaube, das war dann so ein Moment bei uns, wo so war, okay, shit. Riesenchance für Bielefeld. Das war die erste riesengroße Schrecksekunde. Boah, der erste Gedanke, nachdem die Chance von Bielefeld nicht genutzt wurde, war tatsächlich der so, das kann gut gehen heute. Also nicht kann gut gehen, ist also das wird gut gehen. Kann nicht erklären, warum. Normalerweise bin ich jetzt nicht irgendwie abergläubisch oder so, aber das war für mich irgendwie klar, dass das ein entscheidender Moment gewesen sein kann. Alles gut, Sally. Alles gut. Und trotzdem waren wir in dem Fall natürlich einfach erleichtert, dass es 0-0 stand. Und dann ging es ja Schlag auf Schlag. Jetzt vielleicht die nächste Aktion. Nick Woltemade immer natürlich auch stark am Trikot gezogen. Woltemade setzt sich durch, Pfanne bleibt unten. Woltemade und Tor! Stuttgart führt! Die Effizienz eines Bundesligisten. Und die Freude, dieser Moment, wo Nick dieses Tor macht, ist, boah, das ist eine Explosion. Juhu! Schon mal guter Anfang. Steht's 1-0? Ja! Die können hier ruhig die Party vom Wiesen den anfangen. 1-0? Überhaupt nicht gejubelt. 0. Ich hatte noch den Lattenschuss im Hinterkopf. Fabian links auch nicht gejubelt. Also wir mussten dann schon erstmal nach dem ersten Schreckensmoment ins Spiel reinkommen. Und deshalb war der erste Treffer schon eher eine Beruhigungspille auf der Tribüne, in der wir uns erstmal wieder fassen konnten. Aber auch gegen Leverkusen lagen sie zurück. Entsprechend heißt das erstmal nichts. Und Arminia versucht es natürlich jetzt aus der eigenen Hälfte heraus mit Aufbaufußball, mit dem Finden von Stationen. Relativ spitzer Ball, jetzt schon wieder Hagmann, der etwas Raum hat über die rechte Seite, da nach vorne ziehen kann. Dann ist es Sarenren, Basi und unser VfB klärt auch zur ersten Ecke für die Arminia. Gerade war es auch interessant, Chris Führig hat einen richtigen Anschluss bekommen von Karasor, dass er nicht richtig zurücklaufen ist, aber es hat ja noch alles geklappt. Man sieht dann auch in einer oder anderen Situation, wie ich dem einen oder anderen Mitspieler was zurufe. Es ist ein K.O.-Spiel, ne? Das ist wichtig, in solchen Spielen dann halt auch die Chancen, die du hast, zu nutzen. Kurze Variante. Ball wird weitergeköpft, ist immer noch im Strafraum und Angelo Stiller kann den Ball erstmal klären. Konter aus der eigenen Hälfte. Arminia Bielefeld fliegt ein eigener Eckball um die Ohren. Da ist es 2-2. Es steht tatsächlich 2-0 für unseren VfB Stuttgart in der 22. Spielminute. Wenn er welcher wegklappt hier. Wie kalt kann man sein? Das ganze Ländle brüllt. Ja. Ah, ja! 2-0, ja, war gut, dass es so schnell kam. Beim 3-0 bin ich aufgesprungen. Fehler. Zu viele einfache Fehler. 2 gegen 1. Und diesmal macht es alleine. Und sie haben hier auf 3-0. Dennis Undaff.
entspannt. So, Männer, kurz durchschnaufen, beziehungsweise kurz mal Ruhe. Jetzt müssen wir es irgendwie über die Zeit bringen. Wenn wir es noch verlieren, dann sind wir die größten Deppen der Nation. Das waren die ersten 2 Sätze, die ich gesagt habe. Natürlich nicht. Erstmal vorneweg, die ersten 15 Minuten der zweiten Halbzeit sind sehr, sehr wichtig. Ja? Dass wir dort einfach sehr, sehr klar Fußball spielen, sehr, sehr klar rauskommen. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir haben jetzt eine sehr gute Ausgangsposition, aber ich erwarte jetzt von euch die ganz klare Killer-Mentalität. Dass wir jetzt ganz klare Aktionen vorne machen. Klare Positionsangriffe abschließen. Entweder machen wir ein Tor oder es gibt Eckball oder es gibt Abstoß. Ja? Das ist wichtig, dass wir das jetzt reinkriegen. Klare Aktionen. Natürlich jetzt bei Standards lassen wir einen mehr hinten drin, ja? Dass wir einfach diese überfallartigen Angriffe kontrollieren. Ersten 15 Minuten. Das ist jetzt wichtig, Männer. Geht jetzt klar raus, durchschnaufen, sammelt euch, denkt an die Dinge. Zusammenhalt, Mut und Widerstandskraft. Und das wird jetzt gefragt sein in den ersten 15 Minuten. Männer, killt sie jetzt, okay? Let's go! Let's go, Männer, müssen raus! Let's go! Zweite Bälle sind genau so! Da sein, ne? Ja, mein Tipp ist bis jetzt aufgegangen. Undaf und Woldemar, die haben getroffen. Und jetzt zweite Halbzeit genauso Gas geben, die Tore vorne machen, gar keinen Fall hinten reinstellen und dann holen wir das Ding nach Hause. Also die waren ja alle noch mal beim Späti und haben pyrotechnisch nachgeladen. Oh wow, ja. Und los geht's. Na dann. Genauso weiter. Und das Einzige, was man so ein bisschen beobachten konnte, ist, dass Wagnermann teilweise relativ stark reingegangen ist, eben auch schon gelb verwandt. Aber jetzt sehen wir Dennis Undaf zaubern. Dennis Undaf taucht da auf, legt den Ball dann wieder kollegial ab. Chris Führig, Nachschussaktion. Und das ist jetzt so ein bisschen diese Vertändelei. Muss man das verstehen? Zeigt, wie selbstlos er auch vom Tor ist. Und das ist er wirklich. Aber in dem Fall hätte er eigentlich diesen Heber über einen Gegenspieler, den hätte er vergolden müssen. Ja. Es wäre auch die richtige Entscheidung gewesen, selber das Tor zu machen. Und wenn er macht, wäre es wahrscheinlich eines der schönsten Pokalfinaltore aller Zeiten gewesen. Jacques. Woldemade. Hobby hilft. Bach. Pass jetzt Mio. Jetzt sind wir um Strafraum. Mio. Der zieht ab. Und es steht 4:0. 4:0. Enter Mio. Das sieht sein Trikot aus. Kriegst du jetzt einen Ärger? Dann machen wir das 5. Tor. Angelo Stiller hebt den linken Arm. Eckball kommt. Und 5:0 für unseren VfB. Und da war's. Carasso. Jawohl! Abseits! Nein! Dann, glaube ich, wäre auch Bielefeld möglicherweise gebrochen gewesen. Und das muss man an der Stelle einfach mal sagen. Wahnsinn, was die einfach abgerissen haben. Du hast auch nach dem 4:0 gemerkt, das sind Spieler, die machen nochmal, hey, komm, auf geht's weiter, wir marschieren. Aber ja, wie gesagt, nach dem 4:0 haben wir gedacht, okay, jetzt. Und da habe ich auch gejubelt. Ja, also habe ich einfach an meiner Reaktion gemerkt, so, jetzt glaube ich dran. Und dann wirst du in dem verdammten Spiel ganz schnell auch dafür bestraft. Dann ist es tatsächlich nochmal eng geworden, was unglaublich ist, was auch ein bisschen passt zu der Saison, muss man ehrlicherweise auch zugeben. Die Schwaben außer Rand und Band. Viele haben oben schon nichts mehr an. Da ist der Oberkörper schon blank.
hat er ganz viel Platz, der Luis Oppi auf Young. Young wirbelt da im Strafraum rum, hin und her, bringt die Flanke. Und da kommt ein Bielefeld auf der anderen Seite rein, legt nochmal ab und der Schuss. Und Nübel mit einer Riesenparade. Und die Challenge steht ja noch aus. Wird Bielefeld der erste Drittligist, der an dem DFB-Pokalfinale trifft? Sie sind auf jeden Fall dran. Sie haben sich nicht aufgegeben. Sie fighten weiter, sie spielen weiter nach vorne. Das gefällt mir von dieser Bielefelder Mannschaft. Also Lukas, ich will ja nichts verschreien, aber es ist jetzt noch 15 Minuten regulär zu spielen. 4:0. Irgendwo bist du dann mit dem Kopf dann vielleicht schon in Richtung Feiern und wie auch immer. Und dann kann es schon gefährlich werden. Also ganz ehrlich, Lukas, ich würde den Arminen ein Tor gönnen. Kurz vor Schluss, damit auch die hier mal jubeln dürfen. Ja, da ist es! Und in der Sekunde ist der Treffer da. Also ich weiß nicht. Ja, das habe ich da bloß angerichtet. Also ich bin jetzt nicht ganz sicher. Also Kurz die Augen von Stiller gesehen. Weiter, weiter, weiter. Und Eigentor! 4:2! Wagnermann! Ja, jetzt 85 Minuten absolviert und ja, also das hätten wir jetzt nicht gebraucht, 2 Treffer für die Arminia und vor allem auf so eine Art und Weise. 85 Minuten gespielt. Und da war im Kopf dann so kurz, Scheiße. Scheiße, Alter. So hätte jetzt nicht sein müssen. Finde ich nicht gut. 2 Tore fehlen, 5 Minuten noch auf der Uhr. Jetzt kriegt das Ding hier doch noch mal dramaturgische Schärfe. Ich glaube, Joshua weiß selber am besten, dass er den in den Winkel hauen muss, anstatt unten links. Wir sind ja runtergelaufen, weil es ja ein recht langer Weg von der Tribüne runter bis zum Spielfeld. Und beim Stand von 4:2. Das ist die Arminia, die jetzt Oberwasser hat. Aber Demirovic konnte erst mal dazwischen grätschen. Man merkt bei Stuttgart nicht mehr so der Spielfluss. Die 2 Tore haben Wirkung gezeigt. Dann hören wir so das Publikum schreien. Und dann haben wir wirklich von einem Ordner erfahren, dass eigentlich Bielefeld davor war, das 3:4 zu erzielen. Ja, zum Glück haben wir das nicht gesehen. Durcheinander, Geflipper, Nübel. Nübel hat ein Fest. Nochmal eine Riesenchance. Oh. 1,5 Minuten bis zum Pokalsieg. 2 Tore Vorsprung haben wir, 4:2 stehen. Ich habe sowieso das Gefühl gehabt, dass er 20 Minuten nachspielen lassen hat. Ich glaube, da bin ich nicht der Einzige. Kommt schon, Schluss jetzt. Es reicht. Alexander Nübel hat den Ball und peitscht seine Jungs nochmal nach vorne. Ein würdiges Finale. 6 Tore, 2 Mannschaften. Bielefeld, große Moral. Wenn ich mich jetzt so an diese Titel zurückerinnere, dann ist das größte Glücksgefühl der Moment, wo man irgendwie weiß, jetzt hätten wir es geschafft. Als Trainer hat man ja eigentlich gewisse Ängste bis in die letzte Sekunde rein. Und wenn dann der Schiedsrichter der letzte Pfiff ertönen lässt, das ist so ein Gefühl. Jetzt hätten wir es geschafft. Das Spiel ist aus! Ich musste erst mal hinhören, ob das wirklich der Abpfiff ist oder ob er nicht irgendwas wieder gesehen hat, der Herr Schiedsrichter. Aber ne, das war dann der Abpfiff und ich falle dann auf die Knie. Und das Erste, was ich gemacht habe, ich habe gebetet. Ich habe mich bedankt, dass wir das Ding geholt haben, dass ich diese Saison verletzungsfrei geblieben bin, dass diese Saison ein gutes Ende gefunden hat, dass wir in schwierigen Zeiten einfach zusammengehalten haben. Die ganze Anspannung, die ganze Konzentration ist irgendwie weg und weicht in einer Sekunde zu einer unglaublichen, tiefen Freude für dich selber erstmal, bevor die ganze Jubelarie losgeht. Und fühlst du selber dieses Glück? Der VfB Stuttgart
Relativ schnell merke ich, da schreit einer und ich hatte die Augen geschlossen. Und da schreit einer und ich wusste nicht wer und auf einmal gucke ich, kommt Anje auf mich zu. Gucke ich, Anje kniet sich vor mich hin, wir umarmen uns und das war so ein krasser Moment zwischen mir und Anje. Man kann schreien wie ein Affe ja, und weiß ja eigentlich gar nicht genau, was man schreit und einfach die Dinge rauslassen. Und ich glaube von allem Umarmungen, auf den Boden legen, in die Luft springen, schreien, zu seinen Liebsten gehen, vielleicht auch eine kleine Träne verdrücken. Also ich kann für mich sagen, ich habe all diese Emotionen einmal durchgespielt. Ja, und das war großartig. Das ist mein erster Titel und ich hätte davor nicht gedacht, wie viel mir das bedeutet. Ich wache jeden Morgen auf seitdem mit einem Gefühl von herrlich. Danke, lieber Gott, dass ich diesen Morgen aufwachen konnte und mit diesen Gedanken, mit diesem Gefühl aufwachen kann. Und ich hoffe, dass es jedem anderen auch so geht, der dieses Wappen unterstützt und begleitet. Und für mich ist es das Größte, mein erster Titel, der DFB-Pokal. Das ist vielleicht verzögert, gell? Kann er nochmal vorbeikommen, um die 25 drauf zu machen? Das wäre ja Ich glaube, ich werde die noch mal besuchen. Dann werde ich dem Wohnwagen vielleicht mal einen kleinen Aufdruck oder einen Aufkleber verpassen, eine kleine Unterschrift. Weil ich glaube, dass da nur bis jetzt 3 DFB-Pokalsiege standen. Ne? Das entspricht ja nicht mehr der Wahrheit. Das muss man ja dann noch ändern. Der Pokal 2025 trägt den roten Brustring und spricht Schwäbisch. Nach 54, 58, 97, Pokalsieger 2025, der VfB Stuttgart.
Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Wir haben es eingezeigt! Es war magisch. Vor allem, ich bin ja nicht so ein Typ, der dann so zu den Fans geht und mit denen dann feiert, weil ich bin dann eher so ein entspannter Typ. Aber es war dann schon so ein Moment, wo ich einfach aus mir rauskam und einfach mit denen feiern wollte und einfach dann auch mal durch die ganze Kurve gelaufen bin. Wir wollten gestern Geschichte schreiben. Heute haben wir Geschichten geschrieben und gehen jetzt in die Geschichtsbücher ein. Und alle haben von euch erwartet, dass es heute funktioniert. Und es war genau der Härtefall heute und die Schwierigkeit heute zu funktionieren. Und wir haben die Favoritenrolle richtig geil angenommen, muss man sagen. Wir waren von Anfang an waren wir konzentriert, fokussiert und wollten unbedingt den Deckel drauf machen. Natürlich nach 3 Minuten mit der kleinen Schrecksekunde. Aber dann haben wir uns alle zusammengerissen. Ja, ich fand schon episch die Ansprache von ihm. Das war schon ein bisschen wie so ein Boss, sah das aus. So, muss man sagen, mit Zigarre, mit einem Drink. Also ich glaube, so soll man auch feiern. Ich persönlich konnte nicht so feiern direkt am Anfang, weil ich hatte noch Dopingkontrolle. Männer, war ein geiles Spiel, ein geiler Titel, geile Saison. Ab und zu in der Rückrunde ein bisschen brav, kann sein, ein bisschen brav. Aber dennoch frech in der Champions League, unglücklich ausgeschieden. Und darauf können wir im nächsten Jahr wirklich aufbauen. Männer, also heute sauft viel, trinkt viel. Alter, willst du noch was sagen? Ja, ich brauche gar nicht sagen, wie stolz ich auf euch bin und auf uns. Danke für diese Momente. Das werden wir in den nächsten 20, 30 bis zu unser Lebensende, werden wir diesen Moment nicht vergessen. Wir werden diesen Moment für immer teilen. Okay? Lasst uns diesen Abend unvergesslich machen, Männer! Ich teile diesen Pokal mit jedem einzelnen VfBler. Und es war auch in diesem Moment so, dass ich gesagt habe, 100%, den Pokal werde ich auch unseren Fans rüberreichen. Genauso wie er uns gehört, gehört er auch denen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen das neue Gesicht vom VfB Stuttgart. Wir zusammen, alle zusammen, da wird der Pokal nicht nur hier zwischen den Mannschaftskollegen geteilt oder wie auch immer, oder nur mit den Staffmitgliedern, sondern da gehören auch unsere Fans dazu. Und ich habe das dann auch gesehen, dass sie sich sehr darüber gefreut haben. Ich bin auch sehr, sehr froh über den Moment. Ja, du stehst dann da unten und schaust dann da hoch und ja, alle sind emotional und haben ein verzerrtes Gesicht und ja, das ist halt das, was der Fußball machen kann. Coach, dass du Bescheid weißt. Das kriegst du jetzt im Mund, ne? Ich weiß, wie ich rausziehe. Das kann nur bleiben. He's coming here. Nee, habe ich nicht mit gerechnet. Hätte man wahrscheinlich mit rechnen können, aber ich habe allgemein nicht mehr so viel nachgedacht. Das war eher so eine Übersprungshandlung. Okay, ich nehme jetzt mal einen Stuhl und stelle den auf den Pult. Ich wollte damit, glaube ich, einfach signalisieren, jetzt ist Feierabend, ja, jetzt könnt ihr mit dem Stuhl sprechen, aber ich werde keine Fragen mehr beantworten.
eigentlich nicht, dass wir so eine partystarke Truppe haben. Können wir auf jeden Fall jedes Jahr wiederholen, wenn es geht. Also es war natürlich so, dass wir direkt nach dem Spiel schon das erste Bier getrunken hatten, schnell den Döner inhaliert haben und wir im Grunde wussten, wir wollen jetzt unbedingt zur Party. Die Zeit war vorangeschritten, einige hatten ihre Schuhe vergessen, einige ihre Sakkos und Basti hatte seine Sachen im Hotel liegen. Die hat mir dann netterweise jemand geholt und angebracht und deswegen musste ich dann kurz bevor als wir ankamen, musste ich dann in der Seitenstraße, in der dunklen Seitenstraße in Berlin, musste ich mich umziehen. Und wenn uns vor 2 Jahren irgendjemand gesagt hätte, und dass wir jetzt Pokalsieger sind, ihr könnt stolz sein, Männer, könnt echt stolz sein. Und trotzdem war es ja dann zu dem Zeitpunkt schon so, dass wir eigentlich die Kontrolle abgegeben haben. Ja, Ende der Feierei war so, dass ich mit ein paar Jungs von mir, ein paar Freunden von mir ins Taxi eingestiegen bin. Da war es dann auch schon hell. Dann sind wir dann ins Hotel wieder rein und sind erstmal direkt zum Frühstück, weil da gab es dann schon Frühstück. Und haben da uns erstmal gut gehen lassen mit bisschen Eier, bisschen Wurst, bisschen ein Croissant. Also ich muss sagen, es hat dann auf jeden Fall sehr geschmeckt und war natürlich mal ein guter Abschluss vom ganzen Abend. Direkt von Sonnenbrand. Oh, jetzt erstmal in den Schatten. Wichtig, weil ich bin noch nicht eingecremt. Das Jahr war wirklich so anstrengend, dass ich gesagt habe, ich will einfach komplett runterfahren, einfach an nichts denken, nicht am Fußball denken. Klar, ich muss meinen Laufplan machen, muss Sport machen, mich fit halten, aber so fußballtechnisch. NBA habe ich verfolgt, aber Fußball absolut nicht. Kann nicht mehr. Ist anstrengender als Fußball, gell? Und jetzt so SpongeBob, 4 Stunden später, aufgeplant. Das ist Enzo Mino! Jawohl! Oh! Yes, and you? Yeah, very good. What's good? What's good? Yes. Top, boss. You are the boss. Thank you guys. Als wir dann mit dem Corso durch die Straßen gefahren sind, da sind wir langsam gefahren und deswegen konntest du die Emotionen auch so richtig aufnehmen. Stuttgart war happy an dem Tag und das hat mich auch happy gemacht.
Festival-Flair auf dem Schlossplatz in der Innenstadt von Stuttgart. Die Bilder werden wir nie vergessen. Ich habe mit den Jungs schon gesprochen. Es geht unter die Haut. Ich danke euch einfach. Was wir erleben dürfen mit euch ist unbeschreiblich. Also, alles Gute. Ihr seid die Größten. Danke euch. Ja, das muss ich dann schon auch noch loswerden. Stuttgart, seid ihr da? Also. Ein großes Lob an Jamie Leveling. Aber es war dann schon so, dass dann im Bus dann ja schon Richtung Autokurs, Richtung Rathaus, haben wir dann schon natürlich uns angepasst, akklimatisiert, sage ich jetzt mal. Und dann kam er auch zu mir und gesagt, hey Ange, wenn ich das Mikrofon nehmen will, halt mich bitte zurück, weil es kann vielleicht auch nach hinten losgehen. Dann wollte er direkt, als wir dann ankamen, wollte er das Mikrofon schon nehmen. Habe ich gesagt, hey Jamie, denk daran, was du mir gesagt hast, hör auf damit. Meinte er, okay, hast du recht. Schau mal her, Liebe King, all he do is win. All I do is win, no matter what. Da habe ich einen Moment nicht hingeschaut und dann ging es schon los. Es sah lange nicht so aus. Wir sind 9. Platz geworden. Aber wir haben den Pokal gewonnen. Und das heißt, Stuttgart International. Europapokal! Oh! Europapokal! Nach einer Scheiße! Geht's auf die Reise! Stuttgart International! Und jetzt seid ihr alle mal ruhig! Also, habt ihr vor ein paar Tagen das Europa League Finale gesehen? Tottenham? 17. Platz. 17. Platz in der Premier League. Das heißt, wir können den scheiß Europapokal gewinnen! Na, das ist doch mal eine Ansage. Stuttgart International! Von Jamie Leveling. Jamie, weiter so. Ich bin mir übrigens nicht sicher, ob er dieses Mikrofon noch hergibt. Ich gebe jetzt das Mikrofon ab. Die Party ist vorbei. Nach einer Scheiße! Jetzt auf die Leute! Aber glaubst du, da noch die Nummer 18? Jamie! Mit dir kann man weitere Titel holen. Ich denke auch, jeder ist glücklich darüber, dass er das Mikrofon genommen hat. Ich finde es wichtig, die Dinge immer wieder richtig einzuordnen, zu wissen, wo man herkommt. Natürlich können wir jetzt auch nicht mehr in eine Saison gehen und sagen, okay, wir sind nur happy, irgendwie nicht abzusteigen. Das war aber jahrelang übrigens so. Ja? Das war übrigens vor 2 Jahren auch noch so, dass wir da einfach die glücklichsten Menschen waren, dass der VfB drin geblieben ist. Ich glaube, wir haben eine gute Mischung aus Demut und Ambition. Wir investieren auch als Club. Wir haben natürlich auch gute Spieler, die jetzt auch einen größeren Status haben. Dem wollen wir uns auch nicht verschließen. Tun wir auch nicht. Und dass ein Teil unserer Entwicklung immer auch Rückschläge mit sich bringt. Wir müssen nur diese Rückschläge erwachsen aufnehmen und damit auch erwachsen umgehen. Und immer einordnen, wo stehen wir gerade in unserer Entwicklung und auch mal kreuzbreit machen, wenn der Gegenwind zu groß wird, weil wir wissen genau, dass wir Schritt für Schritt diesen Verein entwickeln wollen und dennoch wollen wir in allen 3 Wettbewerben eine gute Rolle spielen. Diesmal wird es die Europa League sein, die ich auch attraktiv finde. Es wird so sein, dass wir wieder in Städte fliegen, in denen wir wahrscheinlich teilweise noch nicht waren, beziehungsweise auf jeden Fall nicht Fußball gespielt haben und da neue Dinge kennenlernen wollen. Und natürlich wollen wir aber auch die Erfahrung nutzen, die Erlebnisse nutzen, die wir jetzt gemeinsam durchgemacht haben, um noch stärker und besser vorbereitet dann die Saison auch zu spielen. Hatten jetzt schon wieder viele Beratergespräche, Spielergespräche, müssen Angebote rausschicken, wieder verhandeln, wieder telefonieren. Und natürlich wollen wir in der nächsten Saison den nächsten Schritt machen, aber eben nie den zweiten vom ersten. Und wir haben diese Saison auch gesehen, dass selbst wenn es schlecht läuft,
dass wir immer wieder zurückkommen können. Ich bin sehr überzeugt von uns. Ich bin überzeugt vom Trainer, von unseren Fans. Wir sind eine Einheit. Boah, ich freue mich gerade echt auf alles. Also ich freue mich gerade auf den ersten Trainingstag, wenn ich hier mit den Jungs wieder bin und Trainingslager und Vorbereitungen und Dinge aufarbeiten, Dinge korrigieren und besser machen und so. Das freut mich immer an der Vorbereitung. Also ich könnte dir alles nennen, was kommt. So, Baywatch-Style. Ist Wasser kalt? Alter, ist die Steine heiß. Oh, Wasser ist super. Haben wir noch was drin? Ey, ich bin so wasserscheu. Ich glaube, für die Mannschaft war das enorm wichtig, weil man dadurch sieht, hey, du kannst Titel gewinnen. Du hast eine geile Mannschaft, hast eine gute Mannschaft und du kannst, wenn du alles gibst, wenn du füreinander spielst, wenn du miteinander spielst, da kannst du alles erreichen. Ja, schau, ich bin drin. Das war die beste Investition, die besten 12 € meines Lebens. Ich habe das Spiel, glaube ich, gefühlt 10-mal angeschaut, komplett angeschaut, deswegen verarbeitet, glaube ich, die nächste Zeit noch nicht ganz. So wirklich realisiert habe ich das an einem Montagmorgen. Und das war schon ein schöner Moment, dann nach Hause zu laufen um 12 Uhr und zu sagen, hey, es war ein cooles Wochenende mit einem Pokalsieg. Das ist krass, ne? Das ist echt geil, ne? Day.